Präsident Wagner! Hä? Präsident Wagner, Ja. haben Sie gehört? Die Leute brüllen Ihren Namen. Ja, die wollen wieder eine Zugabe. Ich weiß nicht, kann ja kein Molvanisch. Was heißt denn kill the president? Verdammt, ich habe Ihnen gesagt, es ist eine große Gefahr für die Stabilität einer Demokratie, wenn die gewählten Volksvertreter nichts mehr bewegen können. Ich finde es geradezu die Definition von Stabilität, wenn sich nichts mehr bewegt. Hören Sie, ich muss was machen. Ich bin die Regierung. Ich muss... Pass mir auf. Ich kann was bewegen. Ich bin schließlich der molvanische Staatschef. Ich habe traditionellerweise 2 Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf meine Wirtschaft. Haben Sie? Dann müssen wir was übersehen haben. Aber wieso denn? Schauen Sie mal, als Regierung habe ich doch die Möglichkeit, Geldpolitik zu machen, indem ich über meine Notenbank nicht, auf den Zins Einfluss nehme, die Kredite sprudeln und das regt die Konjunktur in meinem Land an. Ja, das war früher. Was? Heute hört Ihre Notenbank nur noch und ausschließlich auf die EZB, die ja vor allem mal unabhängig ist, so steht es im Statut, und zwar unabhängig vor allem von der Politik. Was ist denn so schlimm, mit mir zusammenzuarbeiten? Sehen Sie, wir wissen ja nie, ob es Ihnen wirklich um die Wirtschaft geht oder nicht einfach nur um Ihre Wiederwahl. Doch, schauen Sie, ich will doch einfach nur Wirtschaftspolitik für die Menschen machen. Sehen Sie, Sie wollen die EZB für Ihre politischen Ziele missbrauchen. Ich habe doch dieselben Ziele, die Sie auch haben müssten. Schauen Sie, Preisstabilität, Wachstum, Beschäftigung. Da müssen Sie sich irren. Was? Schauen Sie, die EZB ist vor allem an Preisstabilität interessiert, nicht wahr? Und Sie wissen ja, was das bedeutet, Preisstabilität. Ja, natürlich. Ja, weiß ich, dass die Preise stabil... Es bedeutet, die Inflation so gering wie möglich zu halten. Das auch. Ne? Ja. Aber, sag's mal, Preisstabilität schön und gut, aber Wachstum, Beschäftigung, hä? Das ist doch auch wichtig. Schauen Sie, die US-Notenbank, die soll doch auch sich in ihrem Land um Vollbeschäftigung kümmern. Ja, aber das ist ja auch eine amerikanische Notenbank, nicht wahr? Die EZB ist mehr deutsch geprägt, nicht wahr? Und deshalb geht es ihr in erster Linie um Preisstabilität. Warum? Weil das die überzeugendste wirtschaftspolitische Idee ist? Nein, weil das die Idee von Wirtschaft ist, die die Deutschen am überzeugendsten fanden. Schauen Sie, diese Preisstabilität, die ist ja auch zum Wohle aller Deutschen. Schauen Sie mal nach Spanien. Schauen Sie mal nach Italien. Ja? Hohe Preisstabilität und was? Eine viel zu hohe Arbeitslosigkeit. Haben Sie nicht. Was? Haben Sie doch. Haben Sie nicht. Haben Sie doch. Schauen Sie mal hier. Arbeitslosigkeit in Spanien, 14%. Sehen Sie das nicht? Sehe ich schon, aber wir halten diese Zahl nicht für zu hoch. Wie bitte? Sehen Sie, nach der Theorie der EZB wäre die ideale Arbeitslosenquote für Spanien im Moment 16%. Sie haben eine Theorie, nach der man die Arbeitslosigkeit in Spanien erhöhen sollte? Ja, die NAIRU, die natürliche, nicht preistreibende Arbeitslosigkeit. Schauen Sie, jede wirtschaftliche Situation hat ihre idealen Maß an Arbeitslosigkeit, nicht wahr? Und die dürfen Sie künstlich gar nicht schnell senken, nicht wahr? Sonst droht die Gefahr einer Inflation und das ist ganz, ganz schlecht für die Preisstabilität? Ja! Ja, denn das ist dem Arbeitslosen ja am meisten wichtig, ne? Die Preisstabilität und nicht am Ende noch ein Arbeitsplatz. Wissen Sie was? Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte, dass die EZB sich jetzt um die Arbeitslosigkeit in den Ländern kümmert. Und genau deswegen haben wir die EZB unabhängig gemacht von neurotischen, hochemotionalen, leidenschaftlichen Politikern wie Ihnen, nicht wahr? Und den Zugang gesperrt. Der Zugang für mich, aber der Zugang von hinten ist ja schon noch recht offen, ne? Ja, der ist ja für die Notenbankpräsidenten, die müssen ja irgendwie zur Arbeit kommen, oder? Interessant. Und woher kommen die so? Die kommen alle aus einer Gruppe von extrem gut informierten Bankfachleuten, nicht wahr? Vor allem von der Group of 30. Die Group of 30, was soll das sein? Eine Ü30-Party für überbezahlte Schlipsträger? Das ist eine geschlossene Gesellschaft für 30 Top-Banker. Sag ich ja. Da treffen die Top-Banker auf die Notenbankchefs, nicht wahr? Und dann greifen denen unter die Arme. Na? Moment mal, Sie haben gesagt, die Europäische Zentralbank ist unabhängig. Ja, von Ihnen. Und abhängig von der Finanzlobby? Ja, hören Sie mal, irgendwo müssen die Finanzexperten ja herkommen, oder? Nehmen wir mal den Mario Draghi, ja, der ist ja EZB-Präsident und der kommt daher? Nein. Der ist da noch. Als Mitglied.
Ja, aber er ist ja auch EZB-Präsident, nicht? Und als solcher hat er ja quasi die Aufsicht über die großen Banken. Ja, das klappt ja am besten, wenn man sich sehr, sehr gut bei den Dingen auskennt. Ja, aber so eine Übersicht und so eine Überwachung, die funktioniert ja am besten mit einer gewissen kritischen Distanz, nicht? Woher stammt denn der Mario Draghi ursprünglich? Ich meine, von der Karl-Marx-Universität? Von Goldman Sachs. Aha. Sagen Sie mal, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schlipsträger, wenn die bei der EZB Bankenüberwacher spielen, dass sie etwas machen, was den großen Banken nicht so gut gefällt? Soll ich Ihnen was sagen? Ihre schöne, unabhängige Zentralbank, ja, die ist von den Finanzmärkten gekapert. Ach, Sie waren auf der Karl-Marx-Universität? Das ist das Zitat von einem Wirtschaftsnobelpreisträger, wenn Sie es wissen wollen, Josef Stiglitz. Wirtschaftsnobelpreis, das ist eigentlich gar kein richtiger Nobelpreis, oder? Haben Sie das nicht mal früher in Ihrer Sendung gesagt? Ja, aber jetzt hat es meine Argumentation unterstützt und da dachte ich... Und außerdem haben Sie nicht erzählt, dass Mario Draghi damals schließlich gesagt hat, dass er alles tun wird, um die Krisenländer zu retten. Ja gut, aber nur zu Bedingungen, die mich als Krisenland am Ende ruinieren. Hören Sie, die EZB ist doch, die kann ich vergessen. Aber ich habe ja noch einen zweiten Weg. Schauen Sie, über Staatsausgaben auf meine Wirtschaft Einfluss zu nehmen. Verstehen Sie, ich investiere und fördere dadurch Arbeitsplätze. Aha, ich wusste es. Sie wollen also das Geld verjuxen. Nein. Ich möchte investieren und ich sage Ihnen eins, Sie können mir nicht daran stoppen. Was ist das? 90, 60, 3, ist das Germany's Next Top Wirtschaftsmodel? Dafür haben die Leute bei Ihnen ernsthaft Eintritt gezahlt? Viel. Hören Sie, das sind die EU-Obergrenzen für Staatsverschuldung. 3% maximale Neuverschuldung pro Jahr. 60% ist die maximale Verschuldung eines Staates bezüglich seiner Wirtschaftsquote. Und wenn Sie das Wachstum in Ihrem Land nicht komplett abwürgen wollen, dürfen Sie eine Staatsverschuldung von 90% im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt nicht übersteigen. Dann klappt es auch mit den Arbeitsplätzen. Das kann nicht funktionieren. Schauen Sie doch mal nach Italien. Ja? In Italien, die haben eine hohe Arbeitslosigkeit, obwohl sie sich sklavisch, seitdem sie im Euro sind, an diese Defizitgrenzen gehalten haben, weil diese Defizitgrenzen sie nämlich daran hindern, in ihre Wirtschaft zu investieren. Ja. Und was war da seit Jahren extrem stabil? Die Preise. Aber die Preise sind... Nix aber. Das sind die EU-Regeln. Ja? Für die maximale Verschuldung. Die sind gut, damit Sie sich nicht verschulden. Wenn Sie zu hoch verschuldet sind, sind Sie doch auch angreifbar, nicht wahr? Dann wetten die Investoren auf Ihre Pleite. Ja, aber in dem Fall könnte doch die EZB mir mal unter die Arme greifen und mich direkt finanzieren. Ja, also mir Geld leihen. Das geht nicht. Das wäre Staatsfinanzierung und die ist laut EU-Verträgen verboten. Was? Schauen Sie, wenn Sie zur EZB gehen, nicht wahr? Ja. Und sich da Geld holen. Was macht die EZB, nicht wahr? Dann drucken die da einfach Geld, nicht wahr? Einfach, so aus dem Nichts, nicht wahr? Und das gefährdet die... Regeln von Hogwarts? Die Preisstabilität. Okay, habe ich verstanden. Aber wenn ich zu den privaten Banken gehe und mir da Geld leihe, ja, die drucken das Geld ja auch. Nein. Die schöpfen das. Aus dem Nichts. Mhm. Und warum gefährdet das nicht die Preisstabilität? Weil die das schöpfen und nicht drucken. Aber dabei entsteht doch auch mehr Geld. Jetzt hören Sie mal zu, schreiben Sie sich das einfach mal hinter die Ohren. Die staatliche Staatsfinanzierung ist schlecht, private Staatsfinanzierung ist gut. Warum? Das werden Sie verstehen, wenn Sie mal mit der privaten Staatsfinanzierung richtig Knete gemacht haben. Okay. Wisst ihr, was ich verstehe? Ich verstehe, dass ich als Krisenland mich nicht darauf verlassen kann, dass mich letztendlich die EZB rausboxt. Naja, beruhigen Sie sich nicht wahr. Wenn alle Stricke reißen, dann bleibt Ihnen ja zur Rettung immer noch der ESC. Aha. Ja, natürlich. Ja. Nein, das ist toll. Der ESC, der hilft mir. Natürlich, der greift mir unter die Arme. Wissen Sie, warum das so ist? Na, hören Sie auf. Das ist doch ganz logisch. Schauen Sie, der ESC greift mir natürlich unter die Arme, weil das ist die einzige Institution in Europa, bei der die Deutschen nichts zu melden haben. Ja. Was? Moment. Ach, das ist Quatsch, hier Unsinn. Was? Ich meine den ESM, Oh Gott. den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Nein, da haben die Deutschen ja was zu melden, oder? Oh, ja. Das heißt, ja. lassen Sie mich raten, ich kriege Kredite nur, wenn ich mich einem harten Spardiktat Ja, unterwerfe. und das ist auch verdammt gut so, nicht wahr? Denn sonst würden Sie sich finanziell gehen lassen, weil Sie ja wissen, dass Sie ohnehin gerettet werden.
Sie meinen, so wie die privaten Banken, bei denen mich die EZB gezwungen hat, sie in meinem Heimatland Moldawien auch zu retten? Ja, gut so. Sind ja schließlich die einzigen, bei denen Sie sich noch Geld leihen können. Das sollten wir mal zusammenfassen. Ha? Vielleicht so, dass es die meisten auch wirklich verstehen. Leute, es ist doch so. Die privaten Banken zocken sich in die Schulden, haben wahnsinnig viel Schulden. Die EZB zwingt kleine Staaten zum Beispiel, ihre eigenen Banken zu retten. Müssen sich also verschulden. Diese kleinen Staaten wollen sich dann, sagen wir mal, refinanzieren. Das müssen sie machen. Wo? Bei denselben Banken, die sie gerade gerettet haben. Müssen aber dabei wahnsinnig hohe Zinsen zahlen an diese Banken, die sie gerade gerettet haben, weil sie ja so hohe Schulden haben von den Banken, die sie gerade gerettet haben. Was sagen Sie? Europa gemeinsam gestalten. Der Präsidentendarsteller. Ja? Was können Sie für mich tun? Hören Sie, ich habe herausgefunden, wie ich Moldawien wieder Handlungsspielraum verschaffen kann. Ja, das weiß ich schon. Hier rechts unterschreiben, dann gibt es auch endlich wieder ein bisschen... Nix da. Ich werde nicht unterschreiben, ich werde keine Sparpolitik machen. Wir machen es, anderer Vorschlag, wir machen es so, Sie geben mir das Geld einfach so. Wisst ihr was? Weil ich Ihnen nämlich beweisen kann, dass Ihre Haushaltsdefizitzahlen, die mich zwingen, nicht in meine Wirtschaft zu investieren, die sind ausgedacht. Die sind unseriös. Die sind so unseriös wie Karrenbauers Vorstellung von der Meinungsfreiheit. Jetzt hören Sie mal gut zu. Das sind die... Das sind die Grundregeln der EU. Ja, und das hier ist der Erfinder der Grundregeln der EU. Guy Abe. Bonjour! Bonjour, Guy. Was will das Klischee? Wenn es Geld ist, sagen Sie ihm non. Erzählen Sie einfach, wie Sie diese Zahlen erfunden haben. Écoutez-moi. Es ist keine Großgeschichte. Es war 1981 und ich nur ein kleiner Beamter in Frankreich. Da rief mich Staatspräsident François Mitterrand an und sagte, Guy, gib mir eine Zahl für die maximale Staatsverschuldung. Und dann haben Sie gesagt, ich habe eine wohldurchdachte, ökonomisch begründete Zahl für dich. No, hätte ich das Abendessen nicht geschafft. Nein, ich habe kurz überlegt. Wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt gerade mit 2,6% neu verschuldet. Also die Grenze von 1% Merdalor hatten wir verpasst. 4 erschien mir ein bisschen hoch, also habe ich gesagt, François, altes Maison. Warum nehmen wir nicht 3? Ja, und? Nichts und. Wie? Ohne Theorie? Ohne Theorien. Ohne Gründe. Begründung. Ach komm, ihr Deutschen, ihr seid so süße Zuckerhasen. Immer wollt ihr Gründe. Liegt ein Defizit bei 3, bist du morgen schuldenfrei. Sehen Sie das? Ihr EU-Stabilitätskriterium schlechthin hat die volkswirtschaftliche Basis einer Bauernregel. No, das wäre eine Beleidigung der Bauern. Das ist richtig. Die Zahl ist hochgradig unseriös. Diese Zahl wurde seriös, als die Deutschen sie in den Maastricht-Vertrag geschrieben haben. Ja, aber gut, die 60%, sagen Sie, Guy, diese Tatsache, dass ich mich nur 60% meines Bruttoinlandsprodukts verschulden darf, das hat doch eine ganz feste ökonomische Basis. No. Wir haben einfach den Durchschnitt genommen von Verschuldung, ein paar von europäischen Ländern damals. Und diese Zahl haben wir... Dann an der Sorbonne mit ganz vielen mathematischen Modellen festgeklopft. Nein, einfach in den Vertrag geschrieben, fertig. Und die 90%, ha? Damit habe ich nichts zu tun. Das war der Amerikaner. Yippie! Amerikaner. Himmel, jetzt wird's subtil, was? Oh ja. Also ich bin ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, wie Sie wahrscheinlich hören. Ich bin der Rogoff Kenneth, ne, und ich habe herausgefunden, dass ab einer Verschuldung von über 90% des Bruttoinlandsproduktes das Wirtschaftswachstum abgewürgt wird. Na also, ne?
Und Sie werden diese Zahl ja auch durchgerechnet haben. Ja, mehrmals. Sehen Sie? Mehrmals. Ja, aber Sie werden sich auch verrechnet haben, ne? Ja, mehrmals. Ja, aber Sehen Sie, mehrmals. Sie werden sich doch dann wieder korrigiert haben. Ja, mehrmals. Ja, aber viel zu spät. Sehen Sie, und zwar so spät, dass ein Student Ihnen vorrechnen konnte, dass Sie sich verrechnet haben. Ja, es gibt keinen Schwellenwert, wo Staatsausgaben plötzlich gefährlich fürs Wirtschaftswachstum eines Staates werden. Die Zahl ist falsch und trotzdem haben Sie so viele Leute benutzt. Ja, der EZB-Chef Trichet, Finanzminister Steinbrück, der Bundesbankchef Weidmann und der Schäuble. Und zwar öfters. Ha. Sie meinen... Mehrmals. Haben Sie das gehört? Alle 3 Zahlen. Was machen Sie da? Hören Sie. Was soll das? Was sitzen Sie so zynisch da? Ich habe Ihnen gerade bewiesen, dass all Ihre Haushaltsdefizitgrenzen, die sind haltlos. Nicht, wenn sich alle dran halten. Hören Sie, das sind die EU-Regeln. Irgendwelche Regeln braucht jede Gemeinschaft, nicht wahr? Schöne Gemeinschaft ist das. Nach Regeln spielt, die keine Grundlage haben. Wissen Sie, was diese Zahlen ausgelöst haben? Eine brutale Sparpolitik in kleinen Ländern. Wie in Irland haben diese Zahlen ausgelöst, ja, durch die Sparpolitik. Die haben den Mindestlohn, haben die gekürzt. Dann haben sie in Griechenland, da haben sie zum Beispiel die Renten gekürzt. Dann haben sie in Spanien die Notaufnahmen von Krankenhäusern geschlossen. Man kann auch sagen, diese Sparpolitik hat Menschenleben gekostet. Wir wollten nur das Beste. Preisstabilität. Sie stellen das Wohl einer Theorie über das Wohl von Menschen. Hören Sie mal zu, selbst der Internationale Währungsfonds hat sich inzwischen korrigiert. Wir auch. Wir haben unsere Sparpolitik ein bisschen verschärft. Mit dem Fiskalpakt sind jetzt nur noch 0,5% Neuverschuldung möglich. Wissen Sie was? Ich informiere jetzt das EU-Parlament. Aber ich bitte Sie, das wissen die doch längst. Die haben das doch alles schon scharf verurteilt. Wie, und Sie haben nichts geändert? Dürften Sie sonst wählen? Wisst ihr was? Ich gebe auf. Ich gebe auf, okay? Die EU ist nicht so verfasst, demokratisch, dass sie Spielräume lässt für Länder, dass sie eine sozialere Wirtschaftspolitik machen. Natürlich, man bräuchte halt nur eine Zentralbank, die nicht nur für Preisstabilität kämpft, sondern auch gegen Arbeitslosigkeit. Ja, aber er hat gesagt, das wollen die Deutschen nicht. Da müsste man diese Mickey-Maus-Regeln abschaffen, damit kleinere Länder ihrer Wirtschaft Impulse geben können. Das wollen die Deutschen nicht. Ja, wir könnten einen gemeinsamen europäischen Haushalt machen, aus dem wird dann investiert in Krisenländer, die in der Krise stabilisiert werden. Ja, aber das wollen die Deutschen auch nicht. Oder gemeinsame Schuldscheine, ist für alle billiger. Ja. Eurobonds. Ein Sprecher der deutschen Regierung sagte heute zur Eurobonds wörtlich: Okay, vielleicht machen wir den Deutschen dann ein Angebot, das sie nicht abschlagen können. Lohnsteigerung, wie wär's? Die Exporte dadurch verteuern? Ja, dann werden die Exporte weniger in die anderen EU-Länder und dann müssen sich kleine Länder weniger verschulden. Das wollen die Deutschen nicht. Was wollen die Deutschen denn dann? Mehr von diesem Europa? Das ist richtig! Oh. Juhu! Und das war die Anstalt heute mit Jess Jochimsen, Severin Grünter.